Moin aus dem Wunderland, ich bin Henrik, ohne D und ohne C, für mehr hat's nicht gereicht. Wir sind heute hier in der Lokwerkstatt und zeigen euch mal die Aufbauten der Wüstenzüge, der Atacama-Loks und Regenwald-Loks. Da es da nichts zu kaufen gibt, mussten wir relativ viel selber bauen und ja, ich nehme euch da mal mit. Im letzten Video hat euch Georg ein Getriebe von unseren Atacama-Loks gezeigt, wo es darum ging, dass wir ein Getriebe selber entwickeln, wo wir auch mit Seitenverschiebbarkeit der Mittelachse arbeiten, weil wir mit großen Loks in engen Radien fahren. Das hat leider nicht alles so gut funktioniert, wie wir uns das gedacht haben. Denn das mit der Seitenverschiebbarkeit hat nicht ganz funktioniert. Das hat in den Weichen gehangen und vor allem die Aufhängung der Zahnräder mussten wir etwas erweitern, weil die Zahnräder aneinander so gehakt haben, dass wir das ein bisschen verbessern mussten. Und dort haben wir ein paar Prototypen entwickelt, die halt dann zu einem Ergebnis geführt haben, dass wir jetzt funktionierende fahrende Loks haben. Und alles basiert auf der GE443 von Bemo. Dort haben wir die Radsätze, die Zahnräder, Schnecken und Schneckenzahnrad genommen. Jetzt könnte man sagen, wir könnten ja das Getriebe einfach nehmen. Funktioniert nicht so ganz, weil hier haben wir eine vierachsige Lok mit 2 Achsen in einem Getriebe. Für Atacama brauchen wir aber 6-achsige Loks mit 3 Radsätzen in einem Getriebe. Und somit mussten wir trotzdem die Eigenentwicklung machen, damit wir halt unsere Loks dann auf die Anlage kriegen. Ich habe euch ja erzählt gehabt, dass das mit der Seitenverschiebbarkeit der Mittelachse nicht so ganz funktioniert hat, weil es zu Problemen in Weichenfahrten geführt hat. Da war dann die Idee, wir nehmen dasselbe Zahnrad, aber mit einer kleineren Radscheibe. Das hat auch immer noch zu Problemen in Weichen geführt. Und dann kam die Idee, wir lassen von unserem Kollegen Damian einfach den Spurkranz abdrehen. Das wäre aber ein Aufwand gewesen, Radscheibe abziehen, Spurkranz abdrehen, Radscheibe wieder aufziehen. Und da ist uns die Idee gekommen, da diese Radscheibe keine Stromabnahme hat und auch keine Kraftübertragung hat, wir ziehen einfach die Radscheibe ab und ziehen einfach eine gedruckte kleine, die wir einmal zeichnen, ziehen wir auf. Das sieht jetzt alles noch ein bisschen nackelig aus. Ich habe mal bei einem Prototypen aus vorhandenen Drehgestellen Drehgestelleblenden vorgebastelt, damit wir mal sehen, wo die optische Reise hingeht. Dies werden wir auch dann noch selber zeichnen, genauso wie auch die Tankverkleidung, damit man die Gewichte hier nicht sieht. Ja, jetzt wollen wir euch mal das Getriebe von innen zeigen, wo man auch hier gleich direkt schon sehen kann, die beiden Bolzen, die wir ersetzt haben gegen Metallbolzen, einmal hier und einmal hier ein kleiner, weil die einfach im laufenden oder im Testbetrieb einfach weggebrochen sind. In diesem Getriebe sitzen 11 von diesen kleinen Kunststoffzahnrädern, die vom Bemo kommen. Dort haben wir dann noch ein Schneckenzahnrad, eine Schnecke und ein Messingzahnrad sitzen. Jetzt haben wir in einer Lok 2 Getriebe mit 22 Zahnrädern. Bei 200 Loks, da haben wir dann eine Zahl von 4.400. Das haben wir dann nochmal aufgestockt, ich glaube auf knapp 8.000 Stück, weil wir die auch für den laufenden Betrieb dieser Loks brauchen, für die Schweiz. Jetzt sind wir bei David. Der hat alles gezeichnet. Der war auch gerade oben, wie ich die Getriebe jetzt zusammengebaut habe und hat gesagt gehabt, er hat die Stromabnahme fertig gezeichnet. Deswegen sind wir hier, um uns das Ganze mal anzugucken, was David gerade gezeichnet hat, damit wir das Ganze auch im Auftrag geben können. Weil das ist eine Sache, die wir auf jeden Fall brauchen, weil das selber herzustellen, so wie ich es da gemacht habe, ist sehr aufwendig. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Also das ist jetzt alles noch ziemlich provisorisch und wie Henrik gerade sagte, das machen wir ordentlich. So wird dieser Schleifer letztlich aussehen. Und das ist ein Messingblech dann in einer 0,1er Stärke. Und das werden wir uns ätzen lassen aus einem großen Blech. Und das kann dann hier einmal komplett quer verschraubt werden und sitzt dann, wenn man sich das nochmal anguckt und ich das Chassis ausblende, sitzt das dann hier einmal quer drüber, hat hier noch ein Lötauge, um das Kabel anzulöten und ist an 3 Stellen verschraubt. Wie ihr seht, David hat ja nicht nur das Messingblech gezeichnet, David hat eigentlich von der Lok her alles gezeichnet, vom Chassis, von den Getrieben her, auch das Getriebemodul errechnet, dass wir dann auch ein funktionierendes Getriebe haben und auch den Getriebeboden. Somit haben wir eine funktionierende Lok geschaffen, selber.
Ja, jetzt sind wir hier im Atacama-Testkreis, ehemals Patagonien-Testkreis, wo wir seit etlichen Wochen, Monaten unsere Prototypen ertesten. Wir haben auch anfänglich versucht, hergestellte Regelspur amerikanische Lokomotiven einfach auf H0M umzuspuren. Das hat funktioniert, ist aber sehr zeitaufwendig gewesen, wo wir dann dennoch den Weg eingeschlagen haben des Selberbauens. Wir haben jetzt hier mal einen Zug aufgestellt, der hat eine Länge von knapp 4,80 Meter. In Atacama schaffen wir von der Gleislänge maximal 3 Meter. Und wir wollen jetzt einfach mal gucken, was die Lok hier schafft, ob sie den 4,80 Meter Zug schafft. Und wir haben hier dann auch die zukünftigen unterschiedlichen Wagen der Atacama-Wüste fahren, die auch überwiegend zum Beispiel auf Drehgestellen von Bemo laufen. Ich würde sagen, testen wir einfach mal und lassen die Bilder für sich sprechen. Ja, jetzt haben wir hier gut getestet. 4,80 Meter Zug schaffen wir mit einer Lok und ohne Stromwagen. 3 Meter brauchen wir nur. Jetzt frage ich mich, wie würde es aussehen, wenn der schöne Zug auch durch die schöne Atacama-Wüste fahren würde? Ja, das war unsere erste Jungfernfahrt in der Atacama-Wüste mit unseren Testloks und Testzügen. Natürlich gibt es an der einen und anderen Stelle noch mal was auszugleichen von der Landschaft her und natürlich auch von den Fahrzeugen her. Die Wagen müssen alle noch angemalt werden und gealtert werden und auch die Loks müssen alle aufgebaut werden. Aber das war jetzt mal ein richtiges Highlight, endlich mal einen langen Zug in der Atacama-Wüste fahren zu sehen und es war einfach beeindruckend. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Dann lasst einen Daumen oben da. Solltet ihr Fragen haben, stellt es in den Kommentaren. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei den nächsten Folgen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!